Ja, hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Wo ist das Problem? Ihr wisst ja, wir lösen Probleme auf Basis von glasfaserverstärkten Kunststoffen. Und genau das machen wir heute mal nicht. Wir haben im Rahmen eines Kundenprojektes schon viele Spritzschutzeinrichtungen für chemische Anlagen geliefert. Der Kunde hatte uns gefragt, ob wir auch Tropfwannen dazu fertigen können. Diese Herausforderung haben wir uns mal angenommen. Wir haben die Infrastruktur dafür, wir haben auch das Personal dafür, mussten es also nur noch umsetzen. Aber dazu kann uns Stefan Röhmann, der Projektleiter, ein bisschen mehr sagen. Hallo Stefan. Hallo Gerrit. Wofür sind diese Wannen, die wir fertigen? Wie du eingangs schon erwähnt hast, also haben wir für den Kunden in der Vergangenheit schon mehrere GfK-Spritz- und Berührungsschütze gebaut. Und es kam wiederholt die Frage, wir wären ja Systemlieferant und ob es nicht die Möglichkeit gibt, dass wir an der Stelle auch die Tropfwannen mitliefern. Ja, okay. Ja, daraufhin musste ich mich erstmal schlau machen. Polypropylen war das gewünschte Material. Das ist ja ein Thermoplast. Normalerweise arbeiten wir mit Duroplasten, also glasfaserverstärkter Kunststoff. Den kann ich ja erwärmen im Endeffekt, den kann ich heiß machen, beflammen. Der brennt weg, der würde aber nie schmelzen. Und Duroplast in dem Fall schmilzt an der Stelle. Ne? Thermoplast. Ein Thermoplast schmilzt an der Stelle. Jo. Und lässt sich umformen, also Genau. schmilzen. Dann habe ich eindeutig die zu hohe Temperatur gewählt. Ja. Das soll nicht der Fall sein. Okay. Also die Materialien werden halt zueinander so stark erhitzt, dass ich sie zueinander fügen kann. Nehmen dafür ein Lot hinzu, ähnlich wie man das aus dem Metall Beim Schweißen kennt, Ja. wo auch ein Lot hinzugefügt wird, nicht immer, wie beim Ja. Wickschweißen, aber in diesem Fall halt mit Zusatzstoff. War dann froh, als ich festgestellt habe, wir haben auch im Betrieb Schon die Kunststoff passenden Leute? und Verfahrenstechniker, also Verfahrenstechniker für Kunststoff- und Kautschukmaterialien. Und die standen mir da dann auch mit Rat und Tat zur Seite. Ja. Hab dann das Ganze mal durchkalkuliert, natürlich recherchiert, welche Materialien muss ich verwenden und habe ein Angebot gemacht. Also Genau. in diesem Fall geht es ja darum, dass sie auch dicht sein müssen. Dicht gegen Tropfen, also ist nicht wirklich wie so eine Ölauffangwanne, dass da große Mengen an Flüssigkeit drin sind, sondern eher im Leckagefall, wo es mal tropft oder ein bisschen kleines Rinnsal rauskommt, das soll aufgefangen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Richtig, also es geht nicht darum, um irgendwelche Rohrleitungen flüssigkeitsfrei zu machen, also sprich irgendwo einen Flansch aufzudrehen und dann mit dieser Tropfwanne die gesamte Flüssigkeit aufzufangen. Also das war jetzt nicht Ziel der Sache, nein, also nur Schutz. Ja, dann lass uns mal in die Fertigung gehen und uns die Bauteile angucken. Auf diesem Tisch sehen wir hier Einzelteile für die Seitenwand, die hier vorbereitet sind schon mal auf die richtige Länge zugeschnitten, sind auch entgratet zum größten Teil, und sind nummeriert, so dass man die Bauteile entsprechend anbringen und verschweißen kann. Okay, ja gut, dann machen wir das Musterteil zuerst. Ja, interessant. Also nicht mal da gebrochen, wo geschweißt wurde, sondern an einer anderen Stelle. Also das heißt, die Schweißnaht hält. Ja, und das Bauteil selber ist gebrochen. Bezüglich dem Tropfwannenablauf kam die Frage auf, wie soll der Trichter gestaltet werden. Gefahr war einfach, dass der Trichter auch irgendwo gegenschlägt und abbrechen kann. Herausgekommen ist diese Ausführung.
Vielleicht kurz zu erwähnen, Plattenstärke 5 mm, hier Plattenstärke 10 mm. Großer Radius, Vorteil der besseren Kraftverteilung. Dickere Materialstärke, Vorteil, hier kann sauber eine Kehlnaht angebracht werden. Zusätzlich am Trichter eine Verrippung aufgrund der großen Höhe des Abflussstopfens. Gegenseitiges Abknicken. Wir haben hier ja 3 mm Lot genommen anstelle von 4 mm, damit sich das hier besser einlegt. Ja, die Tropfwanne in diesem Fall ist fertiggestellt. Jetzt kommt noch der letzte Qualitätstest. Das heißt, wir lassen die Wanne mit Wasser volllaufen. Martin hat schon den Gartenschlauch da. Und dann gucken wir uns an, ob die Nähte wirklich alle dicht sind. Wir fertigen 40 dieser Tropfwannen. Jede der Wannen wird zum Abschluss noch einmal getestet und mit Wasser befüllt, damit wir auch sicher sein können, dass die Nähte alle halten. Ja, das sieht gut aus, ne? Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über Likes, über Kommentare und weitere Abonnenten.